Muss der Tintenfleck auf dieser historischen Schulbank weg oder kann er bleiben? Wie sauber müssen die Sammlungsobjekte überhaupt sein und von wann an brauche ich eine Expertin? Mein Name ist Martina Müller. Ich bin Gemälderestauratorin und helfe Ihnen bei Fragen zu Sauberkeit und Reinigung von Sammlungsobjekten und um Sammlungsobjekte herum. Bevor ich ein Objekt reinige, schaue ich es mir ganz genau an. Und ich überlege mir, ob ich das selber kann oder ob ich eine Expertin oder einen Experten brauche. Ich selber bin ja Gemälderestauratorin und für ein Möbel zum Beispiel, wo könnte einen Shellac-Überzug haben, frage ich sehr gerne eine Expertin. Sie finden Adressen von Experten und Expertinnen auf der Homepage www.skr.ch. Das ist der Berufsverband der Restauratorinnen und Restauratoren. Die genauen Stolperfallen, wo man darauf achten muss, die sollte man aber auf jeden Fall kennen, ob man es selber macht oder ob man es weitergibt. Und die zeige ich Ihnen jetzt im Folgenden. Die erste Stolperfalle sind sicher Schädlingsbefall oder toxische Objekte. Das sind Stoffe oder biologische Befälle, die man nicht im Museum drin haben will, wo man sich selber schützen will, wo man Objekte schützen will. Und dazu, weil das so ein spezielles Thema ist, haben wir zu jedem von diesen Themen einen eigenen Film gemacht. Die finden Sie auf unserer Webseite www.objekthandling.ch oder per Link. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt sind defekte Objekte, also Farbschichten ganz besonders, die blättern. Die muss man sichern, bevor man sie reinigen kann. Wenn man mit einem Staubsauger drauf würde, würden die Sachen gerade eingesogen werden oder sie würden kaputt gehen. Auch pudernde Farben, Sachen, die abgebrochen sind. Da muss man ganz sicher auch schauen, kann ich das wirklich selber oder brauche ich eine Expertin, einen Experten. Eine weitere Stolperfalle ist, wenn die Verschmutzung fest mit dem Objekt verbunden ist. Das heisst, wenn ich sie nicht einfach wegbringe, wenn ich Wasser bräuchte oder ein Lösungsmittel bräuchte. Dort kann man wirklich Fehler machen und da sollte man sich vorher auch überlegen, will ich nicht lieber jemanden fragen, der mich da unterstützen kann, wenn ich es selber nicht kann. Wenn die Verschmutzung fest mit der Oberfläche verbunden ist, dann kann es passieren, dass durch eine Reinigung eine Oberflächenveränderung passiert. Die sind grundsätzlich nicht erwünscht. Also Patina wird als Originalsubstanz angeschaut und die kann sowohl von einem Künstler her aufs Objekt aufgebracht worden sein. Sie kann auch mit dem Alter entstanden sein. Das ist überhaupt nicht eindeutig. Aber sie gehört auf jeden Fall zum Objekt. Ein gutes Beispiel ist der Tintenfleck auf einer Schulbank oder auf einem Schuletui. Der Tintenfleck ist eigentlich in dem Moment, wo er entstanden ist, ein Fleck gewesen, unerwünscht. Aber sobald das Objekt bei uns im Museum ist der Tintenfleck eigentlich ein Zeitzeuge. Oder ein Zeuge für eine Zeit, wo Kinder noch mit Tinte und mit Federn geschrieben haben. Das macht man ja heute nicht mehr. Man schreibt mit Bleistift, Kugelschreiber oder auf dem Tablet. Und darum sind das Sachen, die bei uns erwünscht sind. Und so etwas reinigt man von einem Objekt sicher nicht weg. Ein anderes Beispiel ist jetzt die Wahlurne. Die hat teilweise Dreck drauf, den ich gut wegbringen konnte, auch ein bisschen feucht. Es hat aber auch Verschmutzungen drauf, die ich nicht wegbringe. Und die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade Patina von dieser Wahlurne, aber sie schaden jetzt dem Objekt nicht direkt. Also etwas, was ganz wichtig ist, sind Firnis. Bei Gemälden, die nimmt man ja weg, obwohl man eigentlich sagt, es sei eine Patina. Das ist auch immer so ein Abwägen, wo sich sehr viele Leute eigentlich gar nicht einig sind. Restauratoren sind sich da teilweise nicht einig. Nimmt man jetzt den Firnis weg, geht man jetzt da mit dem Eingriff zu weit oder nicht? Das sind Haltungen, wo man muss diskutieren und auf jeden Fall eigentlich nicht sollte schnell eine Entscheidung treffen. Es gibt auch Schäden, die zum Objekt gehören. Wenn einer Skulptur in der Reformation die Nase abgeschlagen worden ist, dann wird man die sicher nicht wieder dran machen. Weil es gehört dazu, dass die Skulptur beschädigt worden ist in der Zeit der Reformation und für das steht sie dann.
Auch Überzüge von Sofas, wenn die fleckig sind zum Beispiel, die wechselt man nicht aus, in der Regel in einem Museum, weil die Überzüge sind original und ein neuer Stoff ist einfach nicht mehr das Gleiche. Das ist dann quasi wieder wie ein neues Möbel. Und man will ja auch das historische Möbel haben mit den Gebrauchsspuren im Museum. Wenn es irgendwie geht, wechselt man es also nicht aus. Der eine Bereich ist Gemälde. Also wenn man dort reinigen will, dann braucht es wirklich Fachkenntnis. Die Materialien, die Malschichten reagieren teilweise extrem empfindlich. Und dann ist es Textilien. Ich bin jetzt Gemälderestauratorin, das mit den Gemälden mache ich selber. Aber für alle Textilien, die bei uns im Depot sind, habe ich eine Textilrestauratorin kommen lassen. Und sie hat mir genau gezeigt, was ich kann und was ich nicht kann, wo meine Grenzen sind. Was auch ein Thema ist Kunststoff. Also es gibt ja viele Materialien, die man aus Kunststoff imitieren kann. Und dann gibt es vielleicht so Mitte 20. Jahrhundert, wo man da wirklich nicht mehr sicher sein kann. Ist jetzt eine Brille, ist sie aus Kunststoff oder ist sie aus Horn oder aus Schildpatt? Auch dort muss man wissen, wie man es reinigen will. Und auch dort rufe ich eine Expertin an, die mir helfen kann. Quand un objet est endommagé, c'est toujours un petit peu délicat parce que évidemment il peut être sale, mais souvent il y a des décollements ou des fêlures et ça c'est assez délicat. Donc je vous conseille de vous adresser à un professionnel qui saura remettre en ordre et nettoyer chaque matériau, chaque élément de votre objet avec le produit qui convient. Parce qu'on utilise des médiums différents suivant les matériaux. L'os est un matériau qui est très irrigué et donc il est poreux. On voit qu'il y a des centaines de petits trous dans l'os que n'a pas l'ivoire. L'ivoire a une structure très dense, il se polit d'une façon très brillante et c'est un peu comme un arbre. Sa croissance est différente, mais c'est une sorte de cône que si on le coupe, on a une coupe transversale avec un dessin caractéristique, rhomboïdal. Et si on en fait une tranche dans la hauteur, ou dans la longueur, on a un dessin plutôt ligneux ou même avec des ovales, comme quand on a une planche de bois. L'écaille, elle n'a pas besoin de finition. Un vernis abîme l'écaille. Donc, avec le dépôt de poussière, ça a tendance à se ternir. Il y a des micro-rayures. Et donc, on enlève la poussière qui est collée dessus. Cet éventail est particulièrement sale et il serait bon de pouvoir le nettoyer. Il est empoussiéré et il est aussi taché devant. On peut parfois humidifier un peu la surface et retirer un peu de poussière avec un coton très doux. Mais là, ça n'est pas conseillé car il y a un décor peint et gravé. Donc en frottant et avec une base aqueuse ou de la salive, on risque d'enlever aussi le décor. Alors adressez-vous à un spécialiste aussitôt. Es ist wieder das Gleiche wie mit dem Handling. Jede Bewegung oder jede Reinigung, die man mit einem Objekt macht, kann ihm schaden. Also grundsätzlich gilt eigentlich, möglichst wenig reinigen und wenn es gereinigt ist, es so behalten, dass es nicht wieder dreckig wird. Ich mache immer zuerst, vor dem Reinigen mache ich ein Foto und die Fotos habe ich dabei, wenn ich reinige. Das ist eine Referenz für mich, damit ich weiss, wie ist der Zustand war. Sollte ich unsicher werden, sehe ich auf dem Foto, die Mattstelle ist schon da. Ich weiss, ich mache alles richtig und kann so weiterarbeiten. Am Schluss der Reinigung mache ich nochmal ein Foto, das ist in der Datenbank. Dann kenne ich den Ist-Zustand von dem Objekt. Und so kommt das Objekt dann ins Depot. Wasser ist nicht zu unterschätzen. Man sagt immer, Wasser ist ja nur Wasser, aber Wasser ist ein extrem starkes Lösungsmittel. Das löst extrem viele verschiedene Materialien auf. Es wird auch von Materialien
aufgenommen und kann sie Quellen, Risse oder Krepierungen verursachen. Ganz typisch auf Möbellack kennt man es ja, wo es zum Beispiel so Gläserringe drauf hat. Das sind Krepierungen, die entstanden sind durch Feuchtigkeit. Mit Wasser also aufpassen. Wenn ich jetzt mein Material aber gut kenne und ich entscheide mich dafür, das mit Wasser zu reinigen, nehme ich sehr gerne die Blitzfix-Schwämme. Die sind wirklich praktisch trocken und sie saugen den Schmutz förmlich in sich auf. Zu handelsüblichen Reinigungsmitteln muss man sagen, dort weiss man nicht, was drin ist. Sie haben einen Haufen unnötige Stoffe drin, Duftstoffe und so weiter, die man auf Sammlungsobjekten einfach nicht haben wollen. Von handelsüblichen Reinigungsmitteln raten wir alle immer ab. Bei den Chemikalien und bei den Lösungsmitteln, Lösungsmittelmischungen, dort weiss man ja, was drin ist. Trotzdem ist das etwas, das eigentlich durch Expertinnen und Experten muss ausgeführt werden muss, wo man wirklich das Material sehr gut muss kennen muss. Es gibt Fachpersonen, die finden Sie wiederum auf der Webseite vom SKR. Die sind spezialisiert auf Stein, auf Holz, Textilien, Papier, Leder und so weiter. Dort nachfragen, vielleicht auch, kann ich das selber machen? Vielleicht kann einem ja sogar jemand helfen und sagen, so und so kannst du es machen. Oder nein, lass das lieber in Ruhe. Das ist eigentlich sehr hilfreich auf dieser Webseite. Die Leute helfen einem gerne. Die Trockenreinigung ist darum zu bevorzugen, weil sie wie am sichersten ist. Man kann einfach sofort wieder aufhören, wenn man sieht, da geht etwas nicht, kann man aufhören. Bei Lösungsmitteln oder bei Wasser ist der Schaden unter Umständen dann schon da. Und darum ziehen wir eigentlich Trockenreinigung immer vor. Es gibt verschiedene Methoden und jede für sich hat aber auch ihre Seite, wo man ein bisschen aufpassen muss. Radiergummis zum Beispiel sind abrasiv. Es gibt verschiedene, sie sind teilweise angeschrieben, für welches Material. Es gibt Radiergummis für Keramikfliesen zum Beispiel. Es gibt Radiergummis für Metall. Da muss man jedes Mal, wie mit dem Foto, wie ich gesagt habe, beobachten und dann kann man so arbeiten. Aber es macht Sinn, einfach die verschiedenen Radiergummis zu haben. Es gibt auch Knettgummi. Mit Knettgummi kann man etwas auch mal einfach so abtupfen. Dann gibt es eine andere Methode mit Pinsel. Das ist eine Methode, die ich sehr gerne habe, zum Beispiel für einen Goldrahmen. Da kann man gut also in die Höhlen rein oder in die Rillen rein und sieht einfach immer gut, was passiert. Man kann so einen Staubsauger anheben und dann zieht es den Staub gerade rein. Der Staub, der von dem Objekt wegkommt, der muss immer entsorgt werden. Solchen Staub will man ja auch nicht in der Lunge haben und man will ihn nicht auf anderen Objekten haben. Darum ist beim Trockenreinigen immer wichtig, dass man an Ort und Stelle die Sauberkeit auch immer einhalten, gerade so mit dem Staubsauger arbeiten. Es gibt auch Borstenpinsel, es gibt Dachshaarpinsel, die sind ein bisschen weicher. Borstenpinsel sind Schweinsborsten meistens, die sind eher härter. Da kann man vielleicht, je nachdem, wenn das Material weniger empfindlich ist, mit einem Borstenpinsel arbeiten. Dann gibt es bei den Staubsaugern natürlich auch die Staubsaugeraufsätze. Das ist aber auch eher für Objekte, die etwas weniger empfindlich sind. Da gibt es verschiedene Lappen natürlich, Mikrofaser. Das heisst, da entscheidet man sich bei einem Objekt, das eher eine glatte Oberfläche hat, vielleicht ein Glasobjekt, Glasscheibe von einer Grafik, die gerahmt ist oder so. Da gibt es Lederlappen, die braucht man auch für Autoreinigung. Die fasern nicht. Brüllenputztücher fasern auch nicht. Die sind sehr sensibel für empfindliche Oberflächen. Man kann einfach auch ein bisschen ausprobieren mit diesen Sachen, was geht wo wirklich gut. Man muss schauen, dass der Lappen immer sauber ist, dass der Pinsel immer sauber ist und dass die Umgebung immer sauber ist. Und die Oberfläche beobachten. Was auch gut ist dabei zu haben, sind Pinzetten. Mit denen kann man auf dem Filzobjekt zum Beispiel, bei dem Zweispitz, sehr gut so ein bisschen Schmutz rausnehmen. Wenn ich jetzt da mit dem Staubsauger drauf würde, dann riskiere ich wirklich, dass Fasern vom Objekt wegkommen. Darum mache ich das wirklich halt, braucht viel mehr Zeit, aber das mache ich sorgfältig mit meiner Pinzette. Halt Staubkorn für Staubkorn. Fassen wir nochmal zusammen. Zuerst entscheide ich, ob ich ein Objekt selber reinigen kann oder nicht. Wenn ich es selber reinige, muss ich wissen, feucht oder trocken. Trocken ist in jedem Fall zu bevorzugen. Man sollte unbedingt die richtigen Werkzeuge haben, möglichst viele verschiedene Werkzeuge und die richtigen Werkzeuge.
oder Reinigungsmaterialien dazu. Und Patina, das ist ganz wichtig, ist unantastbar. Patina gehört zur Originalsubstanz.